Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wie ihr bereits im Hintergrund sehen könnt, wir sind jetzt beim nächsten Raid dran. Ja, auf unserem Main-Server haben wir ja letztes Mal den 99. Raid besiegt und sind jetzt bei Raid 100 angelangt, gegen den wir jetzt gerade hier kämpfen. Und das ist natürlich schon was Besonderes, ne? Weil lange Zeit waren ja nur 50 Raids, war ja das höchste der Gefühle gewesen. Ne? Bis dahin hat man ja die Gildenausbauten und sowas damit alles hochgezogen. Und danach wurden ja 100 weitere Raids einfach so hinzugefügt und dafür hat man halt nichts weiter bekommen, außer ein bisschen Erfahrung. Und ja, die Hälfte von den neuen hinzugefügten Raids haben wir jetzt besiegt und sind jetzt hier, oder sind jetzt gerade dabei, die zu besiegen. Vielleicht, ja, man weiß es nicht. Und ja, dann fehlen uns noch 50 weitere Raids. Und am letzten Video hatte ich ja auch nochmal so ein bisschen indirekt gefragt gehabt, mehr oder weniger, weil ich nicht wusste, wie weit so die weitesten Gilden sind. Und mir wurde gesagt, dass jetzt noch keiner irgendwie weiter ist als bei Raid, also bei Gildenraid 108, 109 so in etwa. Ja, eins von den beiden. Das heißt, es gibt noch keine Gilde, die ja bei dem Raid 110 angelangt ist. Das Spiel ist jetzt seit 11 Jahren draußen und ihr könnt euch denken, es gibt einige Top-Gilden, High-End-Gilden, die das Spiel seit Anfang an spielen und dann jetzt erst bei Raid 108 von 150 zu sein, dann könnt ihr euch ausmalen, wie schwer die nachher sind und wie lange man noch braucht, bis man diese 150 Raids absolviert hat. Ja, ich hatte ja schon mal dazu gesagt gehabt, für mich ist das so ein bisschen Zeitschinderei, so ein bisschen Gilden-Content vortäuschen, der vielleicht nicht da ist, weil die sind unglaublich hart zu besiegen und man bekommt eine lächerliche Belohnung von 2 Millionen Erfahrungen dafür. Ja, das ist halt irgendwie jetzt nicht so das, wo man jetzt drauf abzielen möchte, dass das auf lange Sicht irgendwie motivierend ist, als Gilde da noch weiter großartig anzugreifen dafür. Für was? So, ne? Also es macht halt kaum Sinn, noch irgendwie die Raids zu legen, zumal man damit ja quasi Zeit verschenkt, indem man einen Gildenkampf machen könnte, ne? um dann halt auch Ehre und sowas zu bekommen, ne? Also das ist halt so ein bisschen die Sache, die mir noch so ein bisschen zu schaffen macht, so, ne? Also das ist vielleicht auch was, obwohl ich davon nicht ausgehen werde, dass dieses Jahr irgendwas mit Gilden-Content so kommt. Da gehe ich dann eher davon aus, dass dieses Jahr mehr sowas in Richtung neue Events kommen wird. Hatte ich ja schon mal gesagt, neue Events werden wahrscheinlich kommen. Abseits von denen, die man kennt, so mit Erfahrung, Gold, Epic und so weiter, ne? Und halt eventuell wird dieses Jahr dann halt die Serverzusammenlegung in Angriff genommen. Man weiß es nicht ganz genau. Aber bevor irgendwie neuer Gilden-Content kommt, ne, der dann ja für die Gilde halt ein bisschen ja, das Zusammenspiel, die Harmonie, halt das gildeninterne Dasein so ein bisschen zu bestärken, sich gegenseitig zu motivieren. Bevor es da neuen Gilden-Content gibt, wird wahrscheinlich erst das andere vorgezogen oder wird dran gearbeitet, von dem ich euch jetzt gerade hier erzählt habe. Wie gesagt, ich habe keinerlei Insider-Informationen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man hier und da mal hört, wo man von ausgehen kann, das könnte jetzt so kommen. Und ja, ich übergebe euch nur das, was ich denn mal irgendwo gesehen und gehört habe, ne? Wie gesagt. Ja, ansonsten sieht das soweit gar nicht mal so schlecht aus hier beim Raid, so, ne? Und wir sind hier relativ weit gekommen. Wir haben jetzt, ja, das Ding ist, wir haben halt viele Magier nachher zum Schluss. Und das ist natürlich, ne, das ist, ja, ist halt so eine Sache. Ja, gegen Gegner mit viel Leben sind wir Magier relativ schlecht aufgestellt, sag ich mal. Weil die auch viel Schaden austeilen. Und ja, wir im Vergleich dazu nicht so viel austeilen, ne, wie wir eigentlich sollten. Weil wir als Magier sind ja eigentlich dafür prädestiniert, deutlich was rauszuhauen. Jetzt komme ich ja am Start. Mal gucken, ich kann vielleicht den einen oder anderen hier mitnehmen. Ja, die Crits sitzen auf jeden Fall, das ist ganz nice. Ja, hau gute Crits raus hier.
Ja, normaler Treffer. Okay, jetzt werde ich gekrittet. Nimm nochmal einen Gegner mit, sehr gut. Vielleicht kann ich an den nochmal ein bisschen Schaden ausrichten. Oder vielleicht besiege ich den sogar noch, wenn ich noch einen Crit raushau. Jawohl, sehr gut. Und nochmal einen Crit rausgehauen. Ja, da habe ich gut was mitgenommen. Also da habe ich ganz gute Vorarbeit geleistet, würde ich mal behaupten. Und jetzt sind wir hier beim Endboss angelangt. Das ist der 100. Raid, der 100. Gilden-Raid, der Boss im seidenen Mantel. Ja, Stufe 500 ist er hier und ja, ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer so, ne? Wir sind zwar vom Level her deutlich höher, aber ja, der hält halt ordentlich was aus. Ihr müsst nur mal auf den Wert unten rechts schauen, was der an Ausdauer hat. Das ist schon ziemlich krass. Und wir machen auch gefühlt nicht so viel Schaden gegen den, so, ne? Und ja, jetzt lässt sich schon absehen, werden wir diesen Versuch leider nicht gewinnen, aber es war einigermaßen knapp. Sagen wir mal so, es war einigermaßen knapp und ich weiß nicht, wie viele sich gemeldet hatten jetzt bei dem Fight, aber es geht natürlich immer noch ein bisschen besser. Und ich sage mal so, der ist auf jeden Fall machbar, so, ne? Und hier sehen wir es, wir haben Raid 99 von 150 erfolgreich bezwungen. Das heißt, wir kämpfen jetzt als nächstes halt, wie, ne, jetzt momentan gerade gegen den 100. Raid. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wann wir den besiegt bekommen. Ne? Ich werde euch auf jeden Fall da auch weiterhin auf dem Laufenden halten, was das angeht. Weil ich, ja, also ich meine, vielleicht interessiert euch das, vielleicht auch nicht, ne? Ich meine, ist halt Shakes and Fidget so, ne? Und da gehören halt auch irgendwo die Raids dazu, finde ich. Habe ich sowieso fast nie gezeigt, jetzt seit kurzem. Plus 12. Also, ja, müsste ich nochmal verbessern. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Zerlege ich. Ja, wie gesagt, die Raids, die zeige ich halt erst seit kurzem so, ne? Die habe ich ja vorher fast noch nie gezeigt, großartig. Und jetzt glaube ich erst seit den letzten 4 Raids oder so habe ich euch da auch immer dran teilhaben lassen, wenn es was Neues gibt da. Und da wir relativ weit sind, sage ich mal, von den Raids her, also im Vergleich zur Masse vielleicht jetzt so, ne? Wir sind zwar nicht die weitesten, aber im Vergleich zu vielen anderen sind wir schon auch relativ weit fortgeschritten so. Ist das vielleicht auch interessant zu sehen, was da nachher für Gegner kommen, was da nachher für Gegner auf einen lauern. Genau. Nur wie gesagt, der Reward, den man durch diese Gilden-Raids bekommt, der ist halt jetzt nicht so satisfying. Ne? Der ist jetzt nicht so, ja, dass sich das jetzt großartig lohnen würde. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett, so ein bisschen die Raids zumindest mitzunehmen, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, an Rewards jetzt nichts großartig mehr abschmeißen, so, ne? Aber ist halt so auch so ein Stück weit auch für den Flex, um zu sehen, ja, wie weit sind die Gilden, so viel können wir auf die anderen schauen hier. Das ist ja die Gilde, die uns wahrscheinlich bald vom Thron stoßen wird. Die sind jetzt bei Raid 98 noch, okay. Sollten die aber jetzt auch bald besiegen. Die haben nämlich eine 1000er Ritterhalle. Das ist natürlich im Vergleich zu uns ziemlich heftig. Also sie haben deutlich bessere Edelsteine. 463 jetzt von der Durchschnittsstufe. Ja, also eigentlich gut. 463, wir sind nur 423 vom Durchschnittslevel her. Das ist deutlich weniger. Also ziemlich krass weniger. Und wir haben 54 Ritterhallenpunkte, auch noch weniger, was auch noch sehr viel ausmacht. Das heißt, sie sollten da jetzt eigentlich bald mal soweit sein. Oder ja, kann auch sein, dass sie gerade keine Raids machen. Aber im Prinzip dürften die das locker schaffen. Im Prinzip dürften die Raid 100 ohne Probleme auch schaffen. Wahrscheinlich machen sie es nur gerade nicht, denke ich mal. Ne? Ja, aber wie gesagt, ihr seht, die Gilde, die wird wahrscheinlich, ja, unsere, wenn es bei uns jetzt nicht so gut großartig weiterläuft, wird die Gilde uns dann bald einholen. Ich meine, die hat nicht viele High-End-Spieler drin, so, ne? Hier ist der höchste vor den Offizieren ist 530 und der allerhöchste ist hier 534. Das ist bei uns deutlich anders. Ne? Wir haben hier 572er drin, ne? 74er hier ganz oben mit dabei. Also wir haben sehr viele Top-Spieler, aber dann hört es auch ganz schnell wieder auf. So, ne? Dann bauen wir ganz schnell ab. So, wenn wir mal den letzten hier unten sehen, also von der Top-Liste hier ganz oben nach oben gescrollt, den letzten, der ist hier 393. Und wenn wir hier mal hingehen zu Celtic, dann sehen wir hier, der letzte hier
ist 447 und ja, da sieht man dann schon, die sind konstant auf jeden Fall besser, wenn es nach unten geht, so, ne? Also die sind konstant aktiver. Bei uns sind es halt sehr wenige, die sehr, sehr aktiv sind oder sehr weit fortgeschritten. Ich meine, aktiv sind sie alle so, ne? Aber ja, vom Level her haben wir halt viele neue auch in die Gilde geholt, weil halt auch viele inaktiv wurden und so weiter und so fort, ne? Ja, und deswegen ist das natürlich, schlägt sich das natürlich auch auf das Level auf die Stärke der Gilde und halt auch auf die Ritterhallenpunkte und somit auf die Edelsteine und somit auf die allgemeine Situation von der Gilde, ne? Ja, ansonsten gibt es da weiter nicht viel zu berichten, was das angeht. Und ja, dann soll es das für das heutige Video auch erstmal wieder soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.